Servus und grüß euch zu einer neuen Folge Humaldo TV. Diesmal mit vorbeifahrendem Zug. Und außerdem im Winterwonderland. Ja, es schneit im schönen Niederösterreich. Und das ist mir, glaube ich, zum Anlass, ein ganz tolles Intro für meine Folge aufzunehmen, die diesmal nicht so lang werden wird wie die letzte, weil da habe ich ein bisschen über die Stränge geschlagen mit fast 20 Minuten. Aber da ist es ein bisschen kalt, also der Rest von dem Ganzen kommt jetzt doch im wohlbekannten Studio. Jo, deutlich besser. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei der inzwischen 16. Folge Humaldo TV. Jo, hoffentlich diesmal deutlich kürzer als letztes Mal, weil 20 Minuten war schon sehr lang und ich bin sehr lang dabei gesessen, auch beim Schneiden und noch vertonen und Übersetzungen machen. Und eigentlich wollte ich ja dieses Humaldo TV Format immer als ein kurzes und knackiges wöchentliches Format anlegen. Es ist ja doch nur ein Projekt in der Freizeit und soll Spaß machen und mich nicht stressen. Danke für das zahlreiche Feedback. Mein letztes Video, also das YouTuber-Special, die Humaldo TV Episode 15, hat wahnsinnig viel Feedback gekriegt auf YouTube, ganz viele Kommentare, ganz viele Diskussionen. Ich habe auch auf Nerdkeller, das ist so ein österreichisches Gaming- und Nerd-Magazin mit sehr starkem Community-Aspekt, also da kann man sich anmelden und kann jeder quasi Posts posten, so wie ich das auch gemacht habe. Ich habe da Humaldo TV und die Suche nach heimischen YouTubern, habe da einen kleinen Artikel gepostet und da ist auch darunter munter diskutiert worden. Das war auch ziemlich cool. Die letzte Folge dürfte so sehr gut angekommen sein, zumindest von den Klickzahlen her. Ich habe 122 Aufrufe inzwischen und im Vergleich die Folge davor, also die Vorweihnachtsfolge, die 2 Wochen lang ohne Nachfolger online war, die hat inzwischen nur 120, das heißt, die ist schon überrundet worden. Ja, ich hoffe, dass diese Tendenz bleibt. Generell würde ich gerne diese verlängerte Frage der Weihnachtswoche nur ein bisschen verlängern auf unbestimmte Zeit verlängerte Frage der Weihnachtswoche, weil diese ganze YouTube-Recherche und was gibt es in Österreich und so, das wird mich, glaube ich, nur länger beschäftigen. Also, da habe ich jetzt mal kein Ablaufdatum vorgesehen, da werde ich einfach weiter forschen und immer wieder meine neuen Fundstücke präsentieren. Ich habe inzwischen schon ein paar neue gefunden, die aber hauptsächlich so Let's Plays machen. Also ein richtiges moderiertes Format wie das, was ich gerade mache, in Österreich habe ich bis jetzt nicht gefunden. Zumindest nicht in diesen subkulturellen Themen, die ich suche, also Gaming, Nerdzeug und Rock Metal. Da bin ich weiterhin auf der Suche. Bei der letzten Humaldo TV Live-Folge, letzten Sonntag, haben wieder einige Leute mitgemacht. Dankeschön, Dankeschön. Ich habe sogar zu 2 Leuten haben diese öffentliche Playlist benutzt. Also es gibt ja da diese Humaldo TV Live-Playlist, die nicht müde wäre zu propagieren. Da kann man, wenn man da hingeht und auf diesen Link klickt, wird man freigeschalten und kann zu dieser Playlist selbst Videos hinzufügen, die dann bei meiner nächsten Humaldo TV Live-Folge spielen oder behandelt werden. Das heißt, da ist jeder von euch aufgerufen, auf diese Playlist zu gehen und da eigene Videos reinzuschmeißen. Und damit das Ganze ein bisschen leichter ist, habe ich Subdomains mir angelegt. Humaldo TV. Also Humaldo TV kommt man jetzt direkt auf meinen YouTube-Kanal, also man muss nicht mehr YouTube bla 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 eingeben. Wenn man davor schreibt playlist.humaldo.tv, kommt man direkt zu dieser Playlist und wenn man sich am Sonntag meine Live-Folge anschauen will, braucht man einfach nur live.humaldo.tv eingeben und kommt direkt hin. Jo, wie letzte Woche auch schon bereits angesprochen, habe ich ja meine Gaming-Ecke jetzt umgebaut und habe es jetzt direkt da vor mir. Das heißt, wie man das sieht, ich habe da jetzt meine Konsolen da aufgebaut und kann jetzt ab sofort eigentlich alles mitschneiden. Bin noch nicht ganz sicher, was ich jetzt wirklich mache, weil Let's Plays an sich gibt schon so viel. Das heißt, wenn ich jetzt wenn ich nur mehr Let's Plays mache, das interessiert wahrscheinlich keinen. Andererseits würde ich mich gerne ein bisschen mal dumm spülen und einfach nur mal testweise Let's Plays machen und möchte aber auch ein bisschen herumexperimentieren mit anderen Formaten. Ich würde halt auch gerne ein bisschen Spiele, die ich gut finde, einfach kurz testen, kurze Reviews machen, vielleicht nur so 4-5 Minuten oder so kompakte Formate und das alles im Mundart halten, also im Dialekt. Weil ich glaube, sowas gibt es nämlich nicht. Videospiel, Berichterstattung im Dialekt. Also bis jetzt hätte ich nichts gefunden. Apropos Dialekt, ich habe ja in der letzten Folge mir ein bisschen drüber auslassen, dass ich da keinen Sinn drin sehe, mir jetzt künstlich da irgendwie Hochdeutsch mir anzutrainieren und dann Hochdeutsch das zu präsentieren, sondern ich rede gerne im Dialekt und ich mache auch meine Videos im Dialekt. Und ich habe da einen witzigen Artikel gefunden, nämlich auf
das Biber.at. Dürfte so ein Lifestyle-Magazin sein. Ich habe das ehrlich gesagt auch nicht kennt. Das ist bei uns in der Firma herumgelegen und da bin ich drüber gestolpert. Und da gibt es einen Artikel, der heißt Hilfe, mein Kind spricht Deutsch. Da geht es genau um diese ganze Thematik, dass vor allem die Jugendlichen, die mit den modernen Medien aufwachsen, vor allem YouTube, sie schon von klar auf eigentlich sogenannte bundesdeutsches Deutsch angewöhnen und das Österreichische irgendwie verlernen oder nicht schätzen zu wissen. Das ist ein recht interessanter Artikel, den habe ich da unten auch verlinkt. Jo. Ich war beschäftigt die letzten Tage, weil ich habe wieder was gebastelt, nämlich ein Musikvideo, weil wie viele von euch wissen, vor allem die Humaldo TV schon länger verfolgen, ich bin ja recht tief involviert in dieser österreichischen Heavy Metal Band oder wie sie sich selbst nennen, Metal and Roll Band Ecliptica. Und wir waren ja im Herbst auf Tour gemeinsam und da habe ich alles gefilmt. Das kann man alles in Episode, was war es, 4? Ich glaube Episode 4 nachschauen. Da habe ich Live-Impressionen präsentiert. Und das ganze Videomaterial habe ich jetzt ausgewertet, also über 600 GB an Videomaterial sind da in diesem Monat angefallen. Ich habe ein kleines Video gebastelt, das jetzt demnächst sogar veröffentlicht wird, also vielleicht sogar schon zu dem Zeitpunkt, wo ihr dieses Video seht. Also schaut vorbei auf www.ecliptica.at oder und auf der Facebook-Seite, die ich da jetzt auch einblende, und dann werdet ihr ein Video, das man vielleicht da schon im Hintergrund ein bisschen sieht, in voller Pracht genießen können. Jo, das war's eigentlich schon wieder. Nein, einen habe ich noch. Heute ist ja Donnerstag, der 12. Jänner 2017. Und morgen, also am Freitag, den 13. um 5 Uhr in der Früh, gibt es einen Livestream frisch aus Japan und da wird die Nintendo Switch endgültig vorgestellt. Also da wird man hoffentlich alle Daten erfahren, wann kommt es jetzt wirklich raus, wie viel wird es kosten, was sind die ganzen Kernfeatures, also jetzt wirklich und nicht nur in einem Trailer herzagt und so. Da wird ein einstündiger Stream passieren um 5 in der Früh und am Nachmittag gibt es dann nur eine Nintendo Treehouse Folge. Und ja, also Freitag, der 13. Jänner 2017 wird der große Nintendo Switch Tag. Wenn ihr das am Donnerstag schaut, dann wisst ihr genauso viel wie ich zu dem Zeitpunkt und wenn ihr später schaut, wisst viel mehr wie ich. Ja, das kommt aber generell davor so. Dann danke fürs Vorbeischauen und wir sehen uns am Sonntag ab 19 Uhr bei der Humaldo TV Live-Folge und sonst nächste Woche wieder am Donnerstag. Dann schönen Tag und bis bald. Ciao.